Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute wollen wir über einen Spieler sprechen, das ist nämlich Mateusz Czuchowski. Ein sehr interessanter Spieler, unser aktueller Top-Stürmer, wenn man ihn denn so nennen darf. Nach bereits 2 Spielen, beziehungsweise insgesamt 3 Spielen für den FCM, ist er jetzt schon auf Platz 1 der Torschützenliste in der zweiten Bundesliga für uns. Das spricht sehr, sehr viel gegen unsere allgemeinen Torschützen. Wiederum hat er es auch sehr gut gemacht in dem Spiel. Deswegen wollen wir heute darüber reden, was denn Zukowski so besonders macht, beziehungsweise so besonders machen kann in dieser Saison und ob er ein möglicher Ersatz wirklich für Kars ist, beziehungsweise der Ersatz werden kann. Viele haben nicht damit gerechnet, dass ein Zukowski zünden wird. Das muss man auch sagen, nach einer langen Verletzung kommt er zurück. Und viele haben das schon sehr kritisch gesehen, dass man ihn in der Verletzung einkauft. Meiner Meinung nach war das genau richtig. Auch das hat sich jetzt bewiesen, denn Mateusz Czuchowski ist ein unglaublich schneller Spieler. Ein Spieler, der mitdenkt und spielerisch auch definitiv handeln kann. Das zeigt er auch aktuell. Und was vor allem wichtig ist, er ist ein Stürmer, der auf dem Flügel spielen kann. Und genau diese Stürmer sind meine Lieblingsstürmer, weil du dann ganz genau weißt, dass sie dribbeln können, dass sie sich selbst Chancen erarbeiten können. Es gibt diese klassischen Mittelstürmer, so wie Bräunig, Armstrong, die nur in der Mitte spielen können oder halt auf der 10, aber nicht auf dem Flügel, weil die dafür auch gar nicht gemacht sind. Das ist auch ganz normal, die sind größer, kommen mit einer ganz anderen Kraft. Aber Mateusz Czuchowski ist halt ein etwas kleinerer, der dribbeln kann, der sich selbst die Chancen erarbeiten kann, sehr wie Martin Kars. Deswegen haben wir da schon mal die erste Gemeinsamkeit. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Sprechen wir über Mateusz Czuchowski. Auch passend dazu heute habe ich natürlich sein Trikot an. Auch mit DFB-Pokal-Vlog. Vlog. Ich hoffe, ja, dass Mateusz uns noch einiges an Freude bereiten wird und auch das Trikot sich dementsprechend gelohnt hat. So, Czuchowski. Wir gehen einfach nur kurz mal auf die blanken Statistiken. DFB-Pokal hat er sein eines Spiel machen können. Mehr war halt nicht drin. Da war er sonst krank. Gleiches gilt hierfür. Da hat er auch genau das mitgenommen, was er mitnehmen konnte. Hat aber 33% der Torbeteiligung, seitdem er da ist. Das spricht halt sehr, sehr viel gegen die FCM-Offensive, dass wenn er von 10 möglichen Spielen 2 Tore macht, dass er bei 33% der Tore beteiligt war. Also, das ist halt schon klar. Er ist ein Pole und die Ausbildung hat auch genossen. Vertrag ist natürlich unbekannt dementsprechend, so wie immer beim FCM, aber ich denke mal, dass er schon 3 Jahre gekriegt haben wird. Ohne Grund wird man ihn ja nicht eingekauft haben für 1-2 Jahre. Das würde ja nicht viel Sinn ergeben. Hatte mal einen Marktwert von 2,5 Millionen, deswegen wollen wir auch hier drauf gucken, mal auf die Leistungsdaten. Denn ich habe natürlich mir das vorher mal angeschaut und auch beim Transfer ist mir schon so eine bestimmte Sache aufgefallen. Der Mann hat viele Positionen gespielt, auch deswegen sehr interessant für den FCM, am meisten als Rechtsverteidiger. Dort natürlich als offensiver Rechtsverteidiger mit 6 Scorern, wurde aber eigentlich als Mittelstürmer ausgebildet. Das durfte er lange nicht spielen. Beim FCM darf er es endlich wieder spielen und hat da sich auch direkt belohnen können. Passend auch dazu hier diese kleine Analyse, kann man sagen. Auch ganz klar ist, nach den Spielen, dass er natürlich das Niveau hat, auch höher zu spielen. Auch da war er nämlich schon zum Beispiel halt bei Glasgow Rangers, da landest du halt nicht ohne Grund. Gleiches gilt für Lech Posen. Das sind natürlich alles Mannschaften, die wirklich gute Mannschaften auch sind. Auch das gehört so weit dazu. Bei Glasgow natürlich nicht viel gespielt, aber war da natürlich ein Riesentalent. Bei Lech Posen natürlich auch eine unglaubliche Mannschaft, die Qualität hat. Da aber auch nicht so viel gespielt. Dann irgendwann gelandet bei Slask, Wrocław, irgendwie so auf jeden Fall. Mein Polnisch ist jetzt nicht das Beste, auch wenn ich jedes Jahr in Polen bin. Ich gebe da mein Bestes. Dort hat er dann seine Spiele gemacht. Auch viele Spiele. Ist dann halt abgestiegen. Ist definitiv nicht sein Niveau. Auch das sieht man halt hier klar.
und ist nun zum FCM gekommen. Dort zeigt er auch definitiv, dass er es kann. Als Mittelstürmer wieder. Ist also da auch wieder auf seiner Lieblingsposition zu Hause. Und was ihn halt ausmacht, ist halt diese, wie gesagt, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, diese schnelle Art von Fußballspielen und auch perfekt ins Spielsystem zu passen. Wenn man sich einen Martin Kars anguckt, ist eigentlich das eine gute Kopie, ich würde mal sagen Kopie, für ihn als Ersatz. Denn er bringt halt genau das mit, was halt auch Martin mitbringt, ist in einem ähnlichen Alter, bringt ein ähnliches Tempo mit, bringt meiner Meinung nach sogar ein besseres Dribbling mit. Kars hat einen besseren Abschluss. Kars hat ein bisschen mehr läuferisches Talent, dass er versteht, dass er halt einfach viel, viel nach hinten mitarbeiten muss. Das macht einen großen Unterschied aus bei Martin Kars. Das muss Zukowski noch ein bisschen reinkriegen. Das hast du auch im DFB-Pokalspiel gesehen. Er stoppt immer. Ab so einem bestimmten Zeitpunkt kann auch sein, dass das vom Trainer natürlich so gewollt ist. Aber Martin war halt auch teilweise Innenverteidiger, Mittelfeldspieler, alles. Und er hat dann dazu noch getroffen. Das hat ihn unglaublich wertvoll gemacht. Und das ist halt vielleicht so der größte Negativpunkt bei Mateusz. Ich denke aber, dass natürlich, muss man auch sagen, nach 2 bzw. 3 Spielen man noch nicht ein allzu großes Fazit machen kann von ihm, weil halt viel Zeit vergangen ist, dass er das letzte Mal gespielt hat, jetzt endlich wieder auf dem Platz ist, hat sich auch direkt belohnen können. Und wir kennen das mit den Stürmern, man sollte nicht sie zu viel loben, denn auf einmal treffen sie wieder gar nichts mehr. Vor allem beim FCM ist das immer komisch. Armstrong trifft 2-mal, ist danach 5-mal wieder verletzt und trifft danach gar nichts mehr. So. Deswegen warten wir ab, ob Mateusz die Leistung so halten kann. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wenn er weiter hart arbeitet, und das sieht mir danach aus, er hat Spaß am Fußball, das ist sehr wichtig, das siehst du ihm auch an, dass er froh ist, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Und ja, das macht auch richtig Bock, wenn du das siehst, wie der auf den Platz kommt, sich freut über seine Tore. Es ist einfach ein ganz, ganz besonderer Spieler, der noch dieses typische Fußballgehen hat. Ich nenne es mal Bolzergehen. Einfach Spaß zu haben, sobald du auf dem Platz stehst. Und das ist halt, das sind so die geilsten Kicker, die es gibt. Und das zeigt halt auch in den Ansätzen jetzt schon. Auch im DFB-Pokal war es nicht schlecht, hatte seine Chancen. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig supporten. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.